Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades in the Sky Second Chapter. Dadurch gehen schon alleine jedes Mal 30 Minuten flöten. Ja, wir befinden uns hier auf dem, bevor ich das jetzt komplett falsch zusammenfasse, hier Le Local Training Grounds, wo wir mit der lieben Annelies unterwegs sind und eigentlich jetzt auf unser Zimmer sollen. Das klingt irgendwie, als würde ich hier von einem Sims-Spiel reden, aber nein, das ist tatsächlich unsere Aufgabe, denn wir bereiten uns hier höchstwahrscheinlich auf unser episches, riesengroßes Finale vor. Aber erstmal müssen wir reden, denn reden ist wichtig. Oh, Estelle? Well, satisfied? Haha, yup, I'm stuffed. I was so good, I couldn't help but eat a little too much. Well, that's good. Today will be a big lesson that will wrap up your training here, apparently. Put your best foot forward, alright? I will. Na, das wird sich noch zeigen. I'm rooting for you, Estelle. I'll have something delicious waiting for you when you get back. Die ist echt wie meine Mutter, ey. Nur vom Essen reden. Vom Essen reden. War das richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Und wer sind Sie? Guten Tag. Sie sind dann wohl der Mechaniker hier im Hause. Estelle, good morning. You and Annelies were really going at it. I could hear you from in here. My workshop's still not open, but I'll be ready before you have to head out. We can do Orbment tuning or whatever you need then. Oh. Ist das der Spot, wo ich immer wieder zurückfinde, um mich zu verbessern? I'm still in the middle of getting everything ready. I'll be open before you need to head out, Estelle, don't worry. Alles klar. Also momentan kann ich ja sowieso noch nichts machen hier. Orbments sind noch deaktiviert. Das kommt aber hoffentlich bald. So, jetzt muss ich mal wieder mein Mobiltelefon weglegen. Ich weiß nicht, warum mich in letzter Zeit ständig Leute kontaktieren, während ich aufnehme. Aber wirklich nur dann. Das ist so Murphys Gesetz. Das gilt irgendwie, das ganze Jahr über. Ich weiß nicht, wo mein Zimmer jetzt ist. Ich hoffe mal, ich werde mein Zimmer als letztes betreten. Wenn jetzt alle gleich aussehen, ist das wahrscheinlich, nicht die allerspannendste Angelegenheit. Das ist jetzt aber das Zimmer von Annelies, oder? Und nicht meins. Estelle, already done? Nah, I was just about to head to my room. Ah, okay, you better get ready fast then. See you in a bit, Estelle. Yeah, later. Okay, also sie ist mir auf jeden Fall. Let's get ready quick and meet on the first floor. Kurt's pretty strict about being on time, so he gets super ticked if we're late. Ja, Kurt ist hier irgendwie unser Trainingsoberguru, Heini, wie auch immer. Oh, the door is locked. Tight. Ich habe das gerade zu schnell weggedrückt. Ist das hier mein Zimmer? Hier liegt auf jeden Fall allerlei Krimskrams. Scheint aber nicht das Richtige zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir neben ihr wohnen. Ja. Hier ist auf jeden Fall jemand anders drin. Wie aufgeräumt die Zimmer immer überall sind. Wenn ich mich hier so in meinem Zimmer umgucke, da fangen wir lieber gar nicht erst mit an. Ach so, das ist der Kurt. Wieso haben hier alle Typen grüne Haare in dem Spiel? Estelle, hello. Get your equipment ready and head to the first floor. We'll begin today's training soon. Okay, first return to your room and prepare your equipment. We'll begin today's training soon and I don't recommend going out there unarmed. Hatte ich auch nicht vor, Chef. So, wusste ich doch, dass hier mein Zimmer ist. Jawohl! Guck mal, bei ihr ist wenigstens ein bisschen Chaos im Zimmer. Das kommt meinem Zimmer in Anführungsstrichen schon etwas näher. Okay, this is Kurt Practice we're talking about. So let's assume I need everything. Kitchen sink included. It will be just like real combat, so I have no idea what to expect. Also, Waffe ist schon mal ganz gut. Würde ich sagen, Schüchchen sowieso. Und alles, was du an Ausrüstungszeug anlegen kannst, auch. Und ein Blümchen kannst du auch noch mitnehmen zum Inhalieren, falls es stinkt draußen. Estelle took the harmonica out of her bag. Oh, die von Joshua? Wahrscheinlich. Okay, I'll do my best today too, I promise. So wie ich sie einschätze. Ja, guck mal, da steht sogar. Equip Break Rod. Enhanced Leather. Gleich direkt zu Beginn wird hier Leder getragen. So läuft der Hase hier also. Reinforced Boots. Und Geld. Ja. Alright, that's everything. Next stop, the entrance. Ja, aber erstmal gucken wir uns hier um. Auch wenn man in dem Spiel ja standesgemäß nicht so wirklich viel einsammeln kann, was so rumliegt. Das hat sie jetzt auch direkt alles angelegt. Accessoires haben wir noch nicht.
Die S-Crafts sind auch die gleichen wie im letzten Spiel, oder? Pummel und Barrage hatte sie, glaube ich, seinerzeit auch. Na gut, warte mal. Mir ist gerade aufgefallen, ihr Outfit ist jetzt hier auch anders. Das war am Anfang des Spiels, sah das noch anders aus. Ich muss sagen, so finde ich das eigentlich doch ganz schick. Ja, ich glaube, so gefällt mir das doch besser als ihr altes. Aber nur, weil man sich an dem alten so ein bisschen schon satt gesehen hat. Gut, dann gehen wir jetzt mal gucken, was uns das Training so abverlangt. Die Bäuche vollgeschlagen haben wir uns ja schon. Come on now, take a seat. Kurt and Annalise have been waiting for a while now. Okay. Aber wir setzen uns jetzt nicht nochmal zum Essen hin. Ach so, da sind sie schon. Alles klar. Na, dann gucken wir mal. Today I want you and Annalise to cover Runes Exploration. We'll be heading to the Baldstar Channel, which is west of the... Ist das ein großes I? Ayuch? Nee, Lodge. Das soll Lodge heißen. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Eigenname, der mit I beginnt. Aber das heißt, glaube ich, Lodge. The Baldstar Channel, oder Ballstar. Kind of a strange name, but it's another training facility, right? Yes, that's exactly it. It's an old aqueduct from the Middle Ages that the guild repurposed. Several of its defense mechanisms are still operable, plus quite a few monsters have made it their nest. Wow, ich kann heute schon wieder lesen wie ein Weltmeister. Traps and monsters, huh? Yep, that sounds like practice Kurt's style to me. So let's head off to this aqua thingy. Hold a moment before we leave. I want you two to take a look at these. Kurt produced a pair of strangely configured Orbments. Oh, jetzt geht das wieder los. Mit ominösen Orbments haben wir ja schon so unsere Erfahrung, aber das wird jetzt für uns wichtig. Ich weiß nicht mehr, wie im ersten Teil das Orbment von Estelle aufgebaut war. Kriege ich nicht mehr zusammen, ob das jetzt genau das gleiche sein wird oder ein anderes. What? This is... It looks like a combat orbment, but it's all weird. Correct, this is a new model combat orbment. You know, of course, of the Epstein Foundation, which develops combat orbments among many other orbital technologies. This is a new kind of combat orbment, developed by the Foundation and supplied to the Guild mere weeks ago. As you can see, they have an additional slot compared to previous orbments for a total of 7. As a result, this should allow for the utilization of new, more powerful combat arts. Wow, that's incredible. Heck yeah, it is. These will make us awesome. Ihr seid auch ohne Orbments awesome, Mädels. So don't be stingy, Kurt. Make with the goodies. Make with, yeah. Yes, if you wish, the guild will provide you each with one for free. However, there is, as you may expect, a catch. The circuit architecture within these orbments is radically different from your current combat orbments. As a result, your old quartz crystals are not compatible with these new orbment whatsoever. You will need to obtain new, revised quartz. What? But that would mean that all the quartz we made up till now are worthless? I'm afraid so, yes. It will be a hassle, but you'll need to rebuild your quartz collection from scratch if you use these. Oh, no way. Sheesh, this is a hard choice. Could we keep using our current orbments? You could, but I don't recommend it. These new orbments are superior models in every way. The maximum EP potential is higher, and the high-end new quartz they can accept have impressive capabilities. In the long term, they will grant you increased physical abilities. And most importantly, the arts they can construct are far beyond what your current orbments are capable of. Estelle, you recall our good friend, Lieutenant Lawrence, I assume? What? Ja, ich finde das aber schön, dass die mal so kurze Rückblenden einbauen, wobei ich es besser finden würde, wenn man das selber händisch wegdrücken könnte. Also ich kann mich jetzt an diese Szenen bisher, glaube ich, zu 100% erinnern, die hier gezeigt wurden, auch in den letzten Parts, aber das geht schon so ein bisschen schnell, ne? Wenn da jetzt vielleicht ein Jahr, 2 dazwischen gelegen hat, zwischen First und Second Chapter, könnte es vielleicht mit der Zuordnung ein bisschen schwierig werden, zumindest wenn man Negoya heißt. Lawrence? Yeah. Don't think I could forget him even if I wanted to. Shira told me about a certain bizarre art he used against you, a terrifying attack that lashed out at your entire team and clouded your minds. As it happens, this orbment can manifest an art exactly like that with the correct quartz combination. It's been dubbed Silver Thorn.
Silverthorn. Ja, klingt anmutig. Wait, hang on a sec here. Wouldn't that mean that Red Uniform Bozo had one of these new model Orbments 2 months ago? A scary thought, but it's very possible, the implications of which are... Well, for now I must know. Will you accept the new Orbments? Man, this is so tough. With a bit of work, it would make us awesome, but right now it would be a nasty drop in power. Ja, natürlich nehmen wir die. I like the new model, Kurt. Who? Lawrence, or whatsoever his name is, beat us away like a tiger sweating at a playful cub. I know a new orbment won't make me innately stronger, but if this could give me even the tiniest edge, I like to master it, I'd like. So, please. Estelle, yeah, you're right. Like I said, Kurt, fuck over the goodies. Very well. Go ahead and take them. Finde ich gut. Ich finde das schön, dass wir wieder so ein bisschen bei Null anfangen und nicht da weitermachen, weil das macht es mir vielleicht auch wieder leichter, ins Spiel reinzufinden. Estelle and Annalise received new model combat orbments. Also take these. Estelle and Annalise received various kinds of sepith. Oh, die liefert er auch gleich. Das ist aber freundlich. That should be enough to synthesize a basic selection of quartz. Robert's stationed at the workshop there in the corner, so he'll be able to help you prepare some quartz. Incidentally, your Bracer Notebook should also cover all of the new quartz and arts available. Oh ja, da war ja was, mein Bracer Notebook. Da werde ich wieder ein bisschen versinken drin. Aber immerhin weiß ich jetzt grob, worauf ich da zu achten habe. Das hat ja im First Chapter eine Weile gedauert, bis ich das irgendwann gerafft habe. It might not be a bad idea to skim through it before talking to him. Sure, we'll do that. In addition, today's practice is likely to be a long duration, shall we say. I would recommend bringing some food, just in case. Right, food. We just talked to Phyllis about that, right? Correct. Talk to Robert and Phyllis for anything you might need before we begin practice. Estelle, before I forget, these are for you. Oh, Dankeschön. Womit haben wir das denn verdient? Danke. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Emergency Puppet. Okay. Hey, these are... Oh, shiny! And it all looks really high quality too. Yes, they're all quite valuable. Think of them as a reward from the guild for your successes as a junior bracer. Hehe, thanks. Now then, I shall wait for you outside the lodge. Come see me once you're ready. Jetzt gerade ist mir das richtig peinlich, dass ich vorhin das Wort Lodge nicht direkt rausgelesen habe. Unfassbar, wie blindfischmäßig ich manchmal bin. Aber egal. Okay, Estelle, let's go get ready. Right, let's talk to Phyllis and Robert. So, in welcher Reihenfolge? You may now access your Senior Bracer Notebook. This notebook contains information about your jobs, related events, augment info, etc. To read your Bracer Notebook, open the Items tab for the Camp menu and under the Book category select Bracer Notebook. Okay, das weiß ich noch. Guck mal, da läuft es uns hinterher und wir haben sie tatsächlich jetzt auch im Menü. Ach Gott, wie schnuffelig. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Zeichenstil total schön finde. Also nicht jetzt nur hier, sondern schon im ersten. Ich weiß nur nicht, ob ich es mal ausgesprochen habe. So, ja, jetzt wissen wir, was für einen Status die haben. Ach so, guck mal, da sehen wir auch ihren Nachnamen. Guck mal, in ihrem Nachnamen ist das Wort Elfe mit drin. Das passt ja. So, ich will nur mal kurz gucken. Ja, genau, das, was er uns jetzt mit auf den Weg gegeben hat. Ja, ich würde sagen, jeder kriegt 1, oder? Fully revised bearer after KO one time, but breaks afterwards. Okay. Stärke und Defense. A special order guild glove that Hayton's grip strength. Wer ist denn eher der Zauberer? Ich glaube, das sind die beide nicht, ne? Beides eher so die Kloppy-Mädels. Ich gebe den jetzt, glaube ich... Nee, komm, wir verteilen das. Estelle bekommt das. Und sie bekommt hier quasi ihr... Achso, nee, eigentlich wollte ich das andersrum machen, aber ist mir eigentlich auch egal. Die scheint von den Werten her relativ ähnlich zu sein. So. Oh mein Gott. Lange ist es her. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu kapieren, wie das funktioniert.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das 1:1 vergleichbar ist. Hier sind schon Quarze drin. 2-mal Wind. Kann ich das ablegen? Das lässt sich nicht ablegen. Okay, die sind also fix. Ja, also ich werde auf jeden Fall, bevor ich die nächste Folge aufnehme, gucken, dass ich mich da ein bisschen reinlese. Und, ja, ich hoffe, dass wir jetzt ein paar geschenkt bekommen, damit ich hier ein bisschen rumprobieren kann. Aber eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar... Oh, guck mal. Wir haben ja hier noch ganz andere Sachen. Overview Map of the Bracer Guild Training Grounds in Le Mans. Le Mans. Ja, das ist schön. Wobei ich das Spiel, außer in Städten, eigentlich immer gar nicht so unübersichtlich fand. Also klar, die große Welt dann in Summe schon, aber bei den Dungeons ging das eigentlich immer mit den Dungeon-Karten. Genau, die hier kennen wir. Oh mein Gott. Okay, warte mal, was ist denn das hier? Ist das mein altes? Ist das alte Bracer Notebook? Warte mal, wo ist denn hier die Magic? Hier ganz oben. Ich glaube, das ist das alte. Okay. Warum haben die das hier reingepackt? Weil eigentlich spielt man doch jetzt nur mit den neuen Orbments, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Oh, und hier gibt es 5 Magic-Seiten. Holy shit. Okay. Also ich werde mir im Laufe des Spiels mal erstmal angucken, welche Charaktere wir bekommen. Ich muss mich mal kurz kratzen. Und dann irgendwann auch anfangen, denen so leicht Elemente zuzuweisen und Funktionen zuzuweisen und dann einfach mal gucken. Und mir vielleicht wieder ein bisschen notieren, auf welche Quarze ich so meinen Fokus legen sollte für die einzelnen Charaktere. Kochen können wir hier auch wieder. Ja. Scheint auf den ersten Blick viele Überschneidungen zu geben zum Vorgänger, aber ein bisschen anders sieht das teilweise schon aus, aber da werde ich mich mal umgucken, wenn die Zeit reif ist. So, gucken wir erstmal nach unserem Essen. So Kurt's going to be working you to the bone again, is he? Here then, let me show you how to prepare some nice clean water for yourselves out in the field. Ah, dankeschön. Nature's Bounty, alles klar. Oh, don't forget the ingredients, dears. Assortment of ingredients. Aha. So, like, we can just throw the stuff in a pot to cook up a meal, right? Well, yes. What you have will cover most basic cooking, but you can only get some ingredients by defeating monsters. Gathering all the ingredients for those is a bit dangerous, needless to say. Yeah, tell me about it. There are some weird recipes out there. Man, kind of takes those who don't work, don't eat to a whole new level, huh? Your Bracer notebook will have a more detailed explanation of cooking. Make sure to look it over. Well, good luck with your training. Thanks, Phyllis. We'll try not to burn anything down when we cook stuff. You can learn new recipes by eating meals at bars or by eating to-go food items you purchase or find. Okay, once you learn a recipe, you can make the food item anytime so long as you have the ingredients by opening your recipe book. To open your recipe book, select bla. Das kennen wir, glaube ich, alles schon. Scheint mir rein von der Beschreibung her 1:1 die gleiche Vorgehensweise zu sein wie im ersten Chapter. Und da haben wir es auch schon. Soll ich mir das jetzt herstellen? A refreshing soda infused with extract of scented grasses. Ich mach mal so ein Ding. Guck mal, sogar mit Bild. War das so im ersten Teil auch? Ich glaube, das... Weiß ich nicht, irgendwie scheint mir das sehr detailliert zu sein. Ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall haben wir einmal Nature's Bounty. Jawohl. Sieht zwar eher aus wie so ein Cocktail, aber muss ja nichts Schlechtes sein, ne? So, ach guck mal, jetzt steht hier auch alles so zur Verfügung, wie wir das auch aus dem ersten Chapter kennen. If it gets dangerous, make sure you have a meal and rest a bit. I know you're big, tough bracers and it's good to push yourselves, but overdoing it's no good either. Aha. So, sagst du noch was Neues? Nö. Alles klar, was können wir denn hier einkaufen? Bestimmt Ingredients. Ich kann auf jeden Fall Liver News einkaufen und das werde ich auch tun.
Vielleicht schaffe ich es sogar, jetzt hier in diesem Chapter alle einzukaufen und nichts auszulassen. Aber das werden wir dann noch sehen, wenn es denn soweit ist. So. Also sobald wir hier anfangen, auch mit Kämpfen und so, werde ich mir wieder kleine Vorräte von Ingredients anlegen und da ein bisschen rumprobieren. Aber erstmal gucke ich, ob wir hier vielleicht noch unser Geld brauchen. Oh, looks like you two picked up the new model combat Orbments. Did you already go over the list of new quads in your notebooks? The fundamentals aren't much different, but some things have had their attributes adjusted in the Switch, so give it a look. Now, before we get started, how about a quick overview? If you need a refresher on anything about how your Orbments work, ask away. What would you like to ask about? So, das werde ich mir jetzt alles geben, Leute. Für diejenigen, die das nicht interessiert. Ich weiß nicht, wie präzise und genau der uns das jetzt erklärt, aber ich denke mal, danach ist noch nicht Ende Gelände hier. Orbments are energy control devices that manifest a variety of effects via crystalline circuits made of septium, commonly called quartz. When most bracers think of an Orbment, they think of combat Orbments that improve your physical abilities and let you use Orbal arts. Combat Orbments are specially tuned to each individual user, so no two will be exactly alike. This mostly boils down to elemental limitations on certain slots and the arrangement of the Orbments lines. Taking a person's strengths into account is crucial in preparing a strong Orbment for them. Okay, da war jetzt glaube ich nichts Neues mit bei. Orbal arts are kind of magic, I guess you'd say, that can be activated through a combat Orbment's power system. Orbal arts is a bit of a mouthful, so most people refer to them just as arts. To use arts, or get any use out of your Orbment at all, you first need to synthesize quartz at a factory. Setting quartz circuits in your Orbment will allow you to utilize arts. The arts you can use therefore depend on the quartz you set in for your Orbment. For example, you want to fling around water arts, use water element quartz to focus your Orbment in that direction. Würde ich auch sagen, könnte 1:1 aus Chapter 1 stammen. Quartz themselves are circuits made from Sepith fragments which are synthesized and engraved accordingly. They have a hell of a lot of effects when put into an Orbment. They can make you stronger, faster, all kinds of things. Quartz are basically useless without an Orbment's drive mechanism, and that's not the only limitation they've got. You see, some slots only allow certain kinds of quartz to be set in them, limited by element. Particularly potent quartz will also only function if placed into upgraded Orbment slots. Sepith? Sepith are small fragments of septium commonly held by monsters. There are 7 different colors or elements of Sepith. Das sind genau die wir schon kennen, jawohl. Just about any store will take Sepith off your hands for some money, but you can also take them to a factory to have them made into quartz or Orbment slot upgrades. Ja, die sind cool, voll motivierend, finde ich irgendwie cooler als so dieses Standard, hier, du kriegst so und so viel Erfahrung, so und so viel Geld und das war's. Ich mag das System dahinter total. Upgrading slots. Alright, one of the new tricks with the new model combat Orbment is slot upgrading. A slot of the higher end quartz for these new things are stupidly potent, but there's a catch. That kind of circuitry is going to require adjustments and upgrades to your slots before you can use it properly. Good news is the upgrades will also increase the maximum EP charge your Orbment can hold. You'll need Sepith to do it, but it's worth it, trust me. Ah, okay, das müssen wir uns dann nochmal in der Praxis angucken. Okay, you've listened to me ramble on long enough. Let's make some quartz and get you over to Kurt. You want my advice? You should make sure you can use some healing arts at the very least. Do you know what kind of quartz are required for healing arts? Your Bracer notebook will have a full list of arts and their requirements. Make sure to check it. Das weiß ich doch auswendig, ich als alter Pro-Gamer. So, talken wir erstmal. The art in question is called HIER. If you check the Orbal Art section of your notebook, it will tell you the elemental level you need for it. When you want to make quartz, select quartz under Upgrade Exchange. Okay.
Warte, not sure what to make. Irgendwie sowas hat er gesagt. Alright then. Just make an HP1 quartz. If you set one of those, you can use restorative arts. Aha. Gibt er mir jetzt immer Tipps oder ist das nur, weil ich gerade ganz am Anfang stehe? Wir gucken erstmal, was der so anzubieten hat. Oh, der verkauft auch so den Standard-Healing-Kram. I see. Was macht denn das? Prevents Poison. Ja, ich bin halt immer so ein Vorratsmensch. Ich habe immer gerne ein bisschen was von allem. Und das geht am Anfang halt nicht. Und daran verzweifle ich gerade ein bisschen. Konverten können wir noch nichts, weil wir keine Sepits haben. Ach so. Guck. Jetzt verstehe ich das. Upgrade Exchange. Und hier bin ich jetzt quasi in der Orbital Factory. So. Das mit den Slots. Also die sind jetzt hier freigespielt. Ich kann die jetzt quasi upgraden, ne? Im ersten Teil war das ja noch so, dass einige versiegelt waren und du dir die freikaufen musstest. Und jetzt geht es nur ums Upgrade. Can we raise to Level 2? Steht da überall. Geht das dann nach Level 2 noch weiter? Oder gibt es pro Slot nur ein Upgrade? Also teuer ist das ja auf dem... Oh, auf den ersten Blick wollte ich sagen, eigentlich eher nicht so. Aber es wird immer teurer, je weiter ich nach außen gehe. Okay, habe ich verstanden. Wie sieht es bei ihr aus? Ja. Okay, also ein Upgrade finanzieren können wir uns auf jeden Fall noch nicht. So, was sind denn diese gelben Kuller immer dahinter? Defense 1. Steht da nicht normalerweise immer der Preis? Nee, ich will nichts synthesizen. Was ist denn dieser gelbe Strich dahinter? Das kapiere ich noch nicht so ganz. Oder dieses Symbol, keine Ahnung. Heißt das einfach, ich kann das herstellen? Nee, heißt das nicht, weil das hier kann ich nämlich nicht herstellen. Also der hat mir ja jetzt aufgetragen, das jetzt zu machen. Ich mache das jetzt einfach mal. Also ganz ohne Quartz will ich jetzt hier nicht losziehen. Und dann arbeiten wir das einfach mal ein. Und gucken, was passiert. So, Orbment. Wir hatten jetzt gerade weniger von den beiden. Achso, das sehe ich hier auch. Okay, Estelle zum Beispiel. Dann können wir mal bei ihrem mittleren anfangen. Und ihr einfach mal... Genau, diese Geschichte geben. Dann bekommt sie Tier und Aqua Bleed. Ja, kann man mal machen. So, warte. Nee. Achso, doch. Und andere habe ich nicht. Aber... Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach ein bisschen was einkaufen. Warte mal, nach welchem Element sieht denn eine Enneles aus? Ich weiß nicht. Estelle mache ich vielleicht so ein bisschen als Heilerin und sie Erde? Keine Ahnung. Ich finde, sie sieht nicht aus wie zum Beispiel der klassische Feuertyp. So, Quartz. Boah, ich bin so unentschlossen. Gerade ganz am Anfang ist das so... Weiß ich nicht. Sollte ich vielleicht von allem einen machen? Wovon habe ich denn am meisten? Also ich habe noch ein bisschen was von den roten. Das kostet 50 Seppels. Das ist aber ganz schön teuer, du. Das kostet glatt 100. Dann habe ich danach auch keine mehr. Ja, nee. Ich glaube, wir versuchen das jetzt erstmal so, oder? Vielleicht schenkt er mir ja noch was. Guck mal, ich habe was gemacht. Very good. Looks like you can use restorative arts now. Okay, you two take care out there. Jetzt bin ich schon wieder unentschlossen. Jetzt geht schon wieder los. Ich weiß nicht, wie schnell und gut man das ja alles zusammenfarmen kann. Okay, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt so ein Ding. Einfach, weil ich es kann. Und dann werde ich mir noch so ein Ding holen. Oh, nee, das kann ich gar nicht holen. Warte mal, Hit. Nee, das will ich auch nicht. Und das hier. Und dann hole ich mir so ein Evade-Ding noch. Und dann hole ich mir noch so ein Defense-Ding. So, und dann habe ich eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr. Das hier hole ich mir jetzt auch. Ich gebe jetzt einfach alles aus, weil ich möglichst gestärkt und mit 0 angefangen jetzt hier in meinen Kampf ziehen möchte. So. Und ich werde, wie immer, möglichst viel von den Seppets mitnehmen. Vielleicht auch offscreen, je nachdem, wie abwechslungsreich und spannend das alles ist. Und wir werden das hier schon irgendwie
durchgerockt kriegen. So, ist das sehr abwegig, so eine Feuer-Wasser-Kombination zu machen? Ich würde ihr nämlich ganz gerne, dann kann ich mir das nämlich auch ganz gut merken, diese Quarze geben. Ach, sie hat ja schon Wind vorbelegt. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich wollte ja auch immer so ein bisschen gucken, was da noch hinzukommt. Darf ich mal ganz kurz auf die Stats gucken? Ich weiß nämlich nicht, wer gerade die bessere Defense hat. 270 und 251, okay. Das heißt, ich werde ihr das hier noch geben und die restlichen, die wird dann vielleicht... Man muss ja hier auch immer gucken, das habe ich im ersten Chapter oft immer offscreen gemacht. Einfach so ein bisschen dieses Gegenüberstellen und schauen, wann lernen die was, an welcher Position, wie wirkt sich das aus. Da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen reinfriemeln. So, kommt hier noch irgendwas dazu? Nö. Ich verteile das jetzt einfach so. Ich meine, hallo, wir sind ganz am Anfang. Ich glaube, hier kann man nichts großartig falsch machen. Hoffe ich, meine ich. Denke ich, oder? So, genau, das können wir jetzt. Das ist schön und gut. Gibt es hier noch irgendwas Neues? Ich könnte jetzt schon anfangen, mein Geld rauszuschmeißen. Weil ich meine, sowas hier ist ja nicht so ganz sinnlos. Inventory 1. Sind das hier... Warte mal, das sind schon die fertigen Produkte. Das sind gar keine Rezepte hier. Da habe ich gerade fast einen Fehler gemacht und das eingekauft. Aber... Bevor wir jetzt weitergehen, heißt es erstmal Zeitung lesen, so viel Zeit muss sein. So, Special Rebuilding the Army. 2 months since the coup d'etat. It's been 2 months since the stunning fall of the Royal Army's once promising intelligence division and their failed coup d'etat. Currently, in response to their failure to prevent the rebellion by one of their own divisions, the army is undergoing a major reconstruction of their internal organization. To find how they intend to regain the trust of the public, we got a behind-the-scenes look at their reconstruction efforts. Reconstruction challenges. Under the command of General Morgan, the reformation of all Royal Army units has been proceeding swiftly. However, even our decorated general acknowledges that rebuilding the chain of command will take some time. The cause, we're told from an army source, is that the ID unit's reach had permeated all levels of command, and removing that influence has proved to be quite the task. The road to rebuilding the Royal Army. The Royal Army is determined to continue reforming whatever difficulties may arise. One such issue they face is lack of transparency. For national defense reasons, the organization of the military has been heavily guarded, but it was this very policy that allowed the ID unit to get as far as they did. One effort to blow fresh air into the rigid army structure is the recent cooperation with the Bracer Guild. How much further the Royal Army can open up and still maintain the secrecy needed for security, though, is probably the biggest hurdle facing the rebuilding of the army. Foreign Affairs, the Queen's Peace Proposal. According to reports from the Foreign Affairs section, the Erebonian Empire, Calvert Republic, and Liber Kingdom have all agreed to enter into a treaty of non-aggression. Preparations are already underway to host the signing of the pact following the Royal Parliament's approval of the terms proposed by Queen Alicia. Will this pact be the guiding light to peace between nations? General Morgan to resign. A change at the top of the army ranks seems in the air as Chief of Staff General Morgan indicated in a recent meeting that he would yield the reconstruction of the army to someone else. Signs also suggested that he will resign from the top post entirely once the army reorganization is complete. Eyes are on Cassius Bright, the general's right-hand man, to take up the reins. We will be keeping close tabs on any further developments. Na, das klingt ja spannend. Alles klar. Gibt es ja auch ein Achievement oder so eine, wie heißt das? Errungenschaft heißt es auf Steam, ne? Wenn man alle Zeitungen findet. Das habe ich ja beim letzten Mal ziemlich verhauen. Vielleicht bekomme ich hier eine zweite Chance. Mal gucken. So. Hier oben.
Warte mal, wo war das Zimmer von dem Kurt? Ne, aber gut, der wird ja draußen auf uns warten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sind wir denn stark genug? Ich habe jetzt auch alle Seppets rausgekloppt. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Warte mal. Ach ne, Karte gibt es hier nicht, weil ich im Gebäude bin. So, hier kann ich jetzt aber schauen. Und wir werden uns jetzt zur Höhle hinbegeben müssen. Ich weiß. Kann ja trotzdem sein, dass in den letzten Minuten jemand auf die Idee kam, hier Fresh Air zu schnappen und da mal den Ausblick zu genießen oder so. So, you've had your new quartz manufactured and prepared healing arts. Very good. Now we can set off. Finally. So we're heading for that sewer-like thingy in the western part of the canyon, right? Indeed, the Balster Channel. Balster. Ich glaube, ich spreche das immer falsch aus. As I said before, the monsters within are dangerous. Are you two prepared? Yeah, sweet goddess, not yet. Ja, sind wir. Very well, let's get going. Follow me, you two. Okay. Right behind you, boss. Der hat bestimmt auch nicht den unangenehmsten Job jetzt hier gerade, ne? Mit zwei netten Mädels hier auf ein Abenteuer zu gehen. Ach so? Läuft man in dem Spiel gar nicht mehr von A nach B? Und bin ich hier gerade? Our destination is the Balster Channel in the west. Lead the way, Estelle. Ah, okay. Ja. Yes. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob mir diese Laufwege von A nach B fehlen werden oder nicht. Weil irgendwie hatten die was Cooles, aber irgendwann waren die auch ziemlich repetitiv in einzelnen Regionen. Aber du kamst halt auch an den Gegnern immer ganz gut vorbei. Aber das ist natürlich eine gute Zeitersparnis hier, wenn man sich von A nach B porten kann. So, this is the Balster Channel. Man, these sewers are huge. What do they keep down here? Well, they're technically smaller than the sewers beneath Granso, but they're still quite sizable. As for what is kept down here, try confidential documents. Your practice mission today is to retrieve them. Wait, confidential stuff? Seriously? Well, it's more to get you in the mood than anything else. Regardless, the documents are in the deepest section of the sewers. Recover them and today's practice will be complete. Well, you make it sound easy, but... This is a training mission, so you've made sure it isn't gonna be that easy, right? I shall leave that to your doubtlessly fertile imaginations. I will warn you, however, the monsters in the channel are not to be underestimated. You may find it necessary to fully master chain crafts to defeat them. Chain crafts, right, those are the, You mean the team-based attacks we got special training for, right? Indeed, fundamentally, it is a type of craft which allows several people to attack a target simultaneously. You've put a great deal of effort into learning them, so now you should put theory into practice. Sounds like a plan. Also, since you'll be fighting once again, let me provide you with this. Monster Guide. Oh, dankeschön. Oh, hey, that's one of those Monster Guide thingies, right? Correct. It's a notebook for recording information about any foes you might come to face. I would advise noting down any particulars about your enemies as you find them. Well, keeping tabs on the enemy is how you win fights, I guess. Yeah, they say knowing your enemy is the first key to victory, or is it, know yourself first? Either way, thanks Kurt, we really owe you. Really, there's no need to thank me. I wish you two the best of luck. As one last note, if I may, don't force yourself to go on if you are injured. I prepared an Orbment charging station here just in case. Use it as you see fit. Use it as you see fit, yeah. Yep, that's our Kurt, alright, always planning for everything. Well, no excuses now, time to blow the lid off the pot of expectations. Alright, let's get to it. So viel werden wir jetzt hier in dem Part gar nicht mehr sehen davon. Is something wrong, you two? If you need a moment to rest, you can use the Orbment charging station over there. Now then, good luck. Dankeschön. Kann ich auch wieder raus? Ich feiges Stück. Ja. Wenn ich keinen Bock habe, kann ich einfach wieder zurück. Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, ich musste eigentlich gar nicht hinmoven, denn eigentlich sind wir da schon drin quasi. Ja, nee, Resten brauchen wir auch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal, komm, wenigstens einen Gegner uns angucken. Monsters already? That was quick. Was soll das denn darstellen? I say, this will be perfect for a warm-up though. Oh yeah, this is our first real fight in a while, isn't it? Might be worth it to go over the basics of fighting again. Well, how about it, Estelle? Wanna go over everything again or skip straight to the practical stuff? Ich gucke mir das jetzt an, Leute, und das wird aber das Letzte sein, was ich in diesem Part tue. Danach werde ich direkt wieder zu der Resting Station gehen und dort speichern und dann den Part beenden. Also wen das jetzt hier nicht interessiert, der kann gerne wegschalten. Ich weiß nämlich nicht, ob hier Dinge anders laufen als beim Vorgänger. Deswegen gucke ich mir das sicherheitshalber an. Guck mal, hier kannst du dir auch aussuchen, Just Chain Crafts. Ich glaube, das ist die einzige Neuerung. Könnte ich mir vorstellen hier in dem Second Chapter, aber ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach alles mit. Maybe we ought to go over the basics again. Like you said, it's been a while since we fought real monsters. Fair enough, from the top then. Come on, Estelle, follow me. Right? Jawohl. Ich weiß gar nicht, war das umfassend, das Tutorial? Battle Order Bar. Ja, die sieht auch aus wie im ersten Chapter. Indicates two attacks first. It starts from the top and moves down. Battle Order Bonus. These icons indicate the bonuses allotted to the battle order. If a bonus icon appears next to a character's icon, they will receive that bonus. Kennen wir. Heal HP. Achso, ja, Heal HP. Step it up, etc. indicate the effects of each icon. Okay. So, das Menü ist komplett das gleiche. Dieses komische Hint, was da immer aufploppt, das ist neu. Oder das sah anders aus, das weiß ich nicht mehr. Attack an enemy. You may also use it to move if you are using a mouse and click an empty location. The highlighted area indicates the distance a character can move. Selecting a target in this area will move the character to attack. When an enemy is out of range, the blah icon will appear on your cursor. Selecting an out of range target will, guck mal, da steht zweimal will move the character as close to it as possible. Guck mal, die Worte doppeln sich hier voll. Ich bin voll irritiert. But no attack will be performed. Okay, gut. An den kommen wir aber ran. Oben rechts ist auch alles beim Alten. Da sehen wir, wogegen die empfindlich sind. Jawohl, voll auf die 12. Sehr schön. Ja, der ist jetzt außerhalb meiner Reichweite. Ich nehme jetzt mal Move. Vielleicht steht dann da was anderes. Nö. Okay, also werden wir uns hier jetzt wirklich nur mit den Grundlagen befassen. War ja auch gewünscht, dass wir mit den Basics anfangen, ne? Sehr schön. Erster Kampf erledigt. Wow, noch kein Level Up. Die brauchen aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja, okay, doch, es ist viel, wenn ich mal angucke, wie wenig die gerade gegeben haben. Aber das kommt ja alles noch. Okay, that wasn't too hard. Yeah, great work, Estelle. Oh, but one thing. We ought to put those things in the monster guide. Alright, no problem. Give me a sec. Confident penciling. Okay, got it all down. Information about enemies fought will be automatically recorded in your monster guide. Note that recorded information may change depending on whether you are victorious or flee from battle. Okay, das ist auch interessant. Aber wir werden jetzt erstmal eine Runde resten und dann in der nächsten Folge volle Möhre uns in die Kanalisation stürzen und dann hoffentlich unsere erste Mission glorreich abschließen. Ich bin eigentlich guter Dinge, bedanke mich aber für heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!